Live aus Berlin, hier ist die Schaumschau. Unsere Gäste heute, Lucy van Ork und Friedrich Lichtenstein. Bitte begrüßt mit mir den sympathischsten Gastgeber aller Zeiten. Hier ist er, hier ist Dennis Brandt! Guten Abend! Guten Abend! Toll, dass ihr hier seid! Guten Abend! Hey! Was für eine Woche, oder? War doch wieder eine krasse Woche, oder? Erst hat Panther Gröpfert seinen Rücktritt erklärt im deutschen Ring. Ja, Rücktritt. Au! Und dann noch dieser Megaskandal um das Hasenfleisch. Was ist der Unterschied zwischen einem Hähnchenfleisch und einem Hasenfleisch? Na, Daniel? Es gibt keinen. Weil beide Fleische in der Kantine des Deutschen Ringes nur als Cockring benutzt werden und als Fickhilfe. Lacher. Das muss man sich bildlich vorstellen. Lacher wächst. Hier ist sie wieder, die aktuelle Schaumschau. Widerlich. Widerlich. Ekelhaft. Ich kotze. Ihr kotzt. Alle kotzen. Riesenlacher. Kleiner Applaus für euch. Nächste Seite, Jennifer. Aha, Sketch. Daniel als betuliche Hausfrau, Ilja Richter, Ingrid Steger. Du weißt, wen ich meine. Und Dennis als Tante Emma Verkäuferin. Komm doch mal zu mir. Im Stile von Didi Hallervorden. Daniel. Und dann hätte ich gern noch einen saftigen Schinken. Ganz oder am Stück? Da muss ich noch mal schauen auf dem Einkaufszettel. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen vielleicht noch ein Pfläumchen anbieten. Pfläumchen. Ist das denn bissfest? Ja, wir haben nur bissfeste Pfläumchen. Ist das denn auch saftig? Oh ja, saftig, aber bissfest. Ich weiß ja nicht. Wissen Sie, denn ich weiß ja nicht, wissen Sie, denn ich habe ja so Ärger mit den Zähnen. Und wenn das Pfläumchen dann zu bissfest ist, ich hätte vielleicht lieber ein saftiges Pfläumchen. Wer hätte das nicht gern? Augenzwinkern, lachen? Hatten Sie denn schon mal ein saftiges Pfläumchen? Ja, das hatte ich schon. Aber das ist schon lange her, als mein Mann noch lebte. Aber jetzt... Pointe, Publikum lacht wie bescheuert. Geh bitte weg. Heute Abend haben wir wunderbare Gäste. Lucy van Ork, Friedrich Lichtenstein, live und für Musik meine Schaumband.
Ja, Daniel, der Sketch Ja. hat doch wunderbar funktioniert. Ja. Ja, das ist, Didi Hallervorden würde sich im Grabe umdrehen. Der lebt ja noch. Also. Was machen wir heute? Haben wir einen Beitrag? Nein, den haben wir nächste Woche. Was ist alles passiert? Hallo, ich bin Eva. Heute erkläre ich dir, warum du im Schaumschau-Shop bestellen solltest. Auf schaumschau.de findest du nicht nur die geilste Show aller Zeiten, sondern auch jede Woche neue Bücher, CDs, LPs und Merchandise von ausgewählten Künstlern. Deine Vorteile: kostenloser Versand, schnelle Lieferung, sichere Zahlung. Mit jedem Kauf im Schaumschau-Shop unterstützt du die Schaumschau. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen niemandem verpflichtet sein, außer dir. Deswegen brauchen wir deine Unterstützung. Bestelle jetzt auf www.schaumschau.de. Garantiert nazifrei. Was ist alles passiert? Heute ist sehr wenig Publikum hier. Können wir einmal ein Licht auf dem Publikum haben, bitte? Licht auf dem Publikum, Dominik? Es ist weniger geworden. Woran liegt es? Daniel? Vielleicht an dem kleinen Skandal. Vielleicht an dem, was in der letzten Woche passiert ist. Es hat sich vielleicht schon rumgesprochen. Wir haben eine neue Rubrik entwickelt, den Hater des Monats. Ihr habt es schon alle gesehen im Internet. Und in der letzten Woche haben wir hier die Kür gemacht. Gewonnen hat die GEMA, der Hater des Monats. Wir konfrontieren uns hier mit diesen Sachen. Es gibt nichts, was ich so sehr verabscheue, wie Gespräche über Scheiße, Leute, die furzen. All diese Sachen sind in meinem Leben tabu. Und dann kackt mir hier die Frau auf die Bühne. Das ist die Schaumschau. Aber die Schaumschau wäre nichts ohne wunderbare Gäste. Abgesehen von euch, dem Publikum, haben wir heute Abend Lucy van Ork. Sie hat ein Buch geschrieben, was da heißt Frau Hölle. Viele von euch kennen sie vielleicht noch als Lucy Electric. Sie hat vielleicht unsere ganze Generation geprägt wie kaum eine andere. Auf sie freue ich mich ganz besonders. Und später haben wir dann außerdem noch Friedrich Lichtenstein, der den Song super geil performen wird. Silber, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Daniel? Nö. Silber? Nee. Jennifer? Nein, Bist du da? ich bin da. Haben wir erst 8 Minuten? Na, mittlerweile nicht mehr. Das war ja vor 2 Minuten. Du kannst dann jetzt gern... Also jetzt haben wir 10 Minuten. Richtig. Sehr schlimm. 40 Minuten muss man auch erstmal vollkriegen, ne? Was soll ich machen? Gast? Bitte. Gut, ich freue mich auf meinen ersten Gast. Hier ist sie endlich, die wunderbare, großartige, einzigartige Lucy van Ork. 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 Lucy van Ork, meine Damen und Herren. Wie geil. Tag. Ist das schön hier? Magst du erstmal was trinken? Du bist immer so, von allen Gästen, die wir angefragt haben, bist du mit Abstand diejenige, die an einem Punkt in ihrem Leben den größten kommerziellen Erfolg von allen hatte. Und du bist gleichzeitig... Ja, Mann, Applaus Und gleichzeitig dafür. die größten unkommerziellen Erfolge. Und gleichzeitig hast du uns in der gesamten Koordination von allen 12 Gästen mit Abstand am wenigsten Probleme gemacht. Oh, das ist ganz lieb. Dafür einmal einen kleinen Aber das liegt, guck mal, Applaus. ich wohne hier um die Ecke und insofern war das jetzt nicht so schwierig. Aber es ist sehr schön bei euch. Ich finde es
Das ist ganz schön laut, das kriegt keiner mit, was die Leute hier erdulden, um diese Show machen zu müssen, weil dieser Schaum entsteht durch Kompressoren. Diese Kompressoren stehen in einem Büro und alle stehen Weißt du drumherum. was, Das ist Lucy? unglaublich. Ich möchte es einmal unserem Publikum zeigen. Guck Ja, mal mit. komm. Du willst live im Studio in Berlin dabei sein? Dann sicher dir jetzt Tickets auf schaumschau.de. Wir sehen uns. Guck Ja, mal mit. komm, Wir genau. Wir brauchen gehen da die jetzt hin. Steadicam, die Das wird Schärfe. wahnsinnig laut jetzt. Und Oh mein wir Gott. gehen einmal gucken, Ja, ja. wie dieser Scheißschaum... Wo ist Marc? Marc? Da vorne. Ich sehe nichts. Dort. Marc. Marc ist unser Schaumbeauftragter. Seit 800.000 Aber Stunden. jetzt hört man es schon ganz leise. Langsam wird ja, es lauter. langsam Seit wird es immer lauter. 800.000 Stunden. Marc, komm Es noch mal in wird unsere genau. Mitte. Es wird immer Baust du lauter. an dem Schaum, nicht wahr? Und wie fühlt sich das an? Und das sind die normalen Arbeitsbedingungen meiner Schaumschau. Hier. Etwa 2 Stunden vor Showbeginn. Das ist der Schaum. Das ist die Schaumschau. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht stürzt. Es ist eine Kaffeemaschine im Weg. Du darfst nicht fallen, Till. Kommt wieder mit zurück. Das ist Eva. Eva ist toll. Eva arbeitet hier 20 Stunden pro Tag. Kommt wieder zurück ins Studio. Ich liebe euch alle. Lucy, du inspirierst mich Oh, das ist aber nett. zu Das- emotionaler Größe. Eva, komm wieder mit. Und wir gehen wieder zurück ins Studio, wenn da noch Publikum ist. Alles gut bei dir? Und wir gehen wieder zurück. Ihr habt natürlich nicht mitbekommen, ne? Jetzt, das war schade. Es ist der Wahnsinn. Aber stellt euch einfach so ein Flugzeug vor, wenn man daneben steht die ganze Zeit. Und das dann so 2 Stunden in so einem Büro, wenn ihr arbeitet. Also das ist wirklich, also ich finde, allein für den Heldenmut dieser Leute gehört hier Riesenapplaus gegeben. Permanent und täglich. Ganz wichtig. Lucy, du hast ein Buch, aber ich möchte, wahrscheinlich fragt dich das jeder verfickte Journalist seit 300 Jahren. Aber du bist ja kein verfickter Journalist. Eben, ich bin kein also Journalist. verfickt hoffentlich, aber kein... Ja, aber Das auch ist- schon länger nicht mehr, ehrlich gesagt. Das kann, habt ihr vielleicht... Ist jemand, der... Ja, ich bin sehr glücklich, aber keine Zeit. Was? Ja. Oh. Wie ist das bei dir mit Nee, Ficken? ja, die Zeit ist schon, aber man muss das, wenn man länger zusammen ist, ich bin ja nur auch schon lange verheiratet, man muss sich das, so, man muss du sich bist absprechen. So, man Hast muss du so sich einen absprechen. Sexplan? Habt ihr so einen, wir machen Samstag oder Sonntag? Nee, mal ernsthaft? Nee, aber es ist schon so, dass man sich, wenn beide Freiberufler sind und im Terror sind, dass man sich schon dann öfter mal verabreden muss. Ja, das ist richtig. Das sage ich jetzt plaudere ich hier die Geheimnisse aus unserem Sexualleben aus. Aber nee, das ist schon wirklich so. Aber das geht dann auch. Ja. Also man muss ja auch was haben während irgendwie des Tages, worauf man sich dann freuen kann. Siehst du, da greifst du gleich zur Flasche, weil das so traurig ist. Nee, es aber ist das nicht ist so, wenn man traurig. älter wird, dann muss man sich zum Ficken verabreden. Ist ja auch eine Frage der Hygiene oft, ne? Ach so, du meinst, dass man rechtzeitig geduscht ist und so? Ja, Dann dass man- wir halt sagen, ja. okay, Lucy, wir treffen uns Sonntag 18 Uhr. Ja, dann riech nicht so. Ja, genau. Bitte nicht so stinken. Ja, genau. Ja, Und dann können wir bumsen. ja, das hat was. War, weil ich ein Mädchen bin, feministisch. Ich finde Geschlechtertrennung allgemein nicht nötig. Ich finde, dass du bist ja das beste Beispiel. Wie gesagt, ich habe vorhin schon, ich war sehr angetan von diesem Minirock und davon, wie männlich er in diesem Minirock aussieht und gleichzeitig androgyn und so. Und ich finde, dass Geschlechterrollen sowieso doch eigentlich it's so 20th century, honey, you know. Aber du hast ja den Song gemacht, deswegen, also wie war das ja. denn damals für dich? Also ich glaube, bist damals du da so war das reingeworfen worden? Nee, war das nee, so ein- überhaupt nicht. Na, ich habe den ja selber geschrieben. Magst Also ich du habe mir was das schon. trinken, Lucy, Nein, das erstmal? ist ganz lieb, aber ich trinke keinen Alkohol wenn ich mich äußern muss, weil das wird Wasser? ganz scheiße. Ja, gerne ein Wasser. Und kein Gin drin, bitte. Ja, aber Sonst- sag mal, war das ein geplantes Projekt? Wer hat das geschrieben? Nein, also geschrieben habe ich das und tatsächlich zusammen mit meinem lieben Bandpartner Ralf Goldkin, mit dem ich auch heute doch sehr lieb und gut befreundet bin. Und das war überhaupt kein Prost. Das war überhaupt nicht geplant. Ganz im Gegenteil, das sollte auch eigentlich gar nicht die Single werden. Das Album war Lucy Electric, war eigentlich damals eine Band, die hat Punk mit Techno kombiniert. Und also die B-Seite zum Beispiel von Mädchen war ein vertontes François Villon-Gedicht. Und also wir waren schon ein bisschen wesentlich schräger als das, was dann rüberkam, so von dem, was es dann wurde. Aber wie ist das in den Mainstream so gerutscht? Also es ist muss so, ja es irgendwie ist so aufgegriffen reingerutscht, sein. dass Annette Humper hat das damals entdeckt.
Und Annette ist halt eine wahnsinnig tolle Texterin, eine ganz großartige, kreative Frau, aber die verdient auch einfach gerne Geld. Der Shop der Schaumschau lässt mich tanzen. Tanze mit mir. Die verdient auch einfach gerne Geld und die ist dann zu einer Plattenfirma gegangen, die dann auch gemerkt hat, dass man damit Geld verdienen kann. Und die haben uns natürlich nur dann so in alle Fernsehshows geschickt, die wir selber mit dem Arsch nicht angeguckt hätten. Also was Wann wie war die das goldene denn nochmal? Stimmgabel. Also 94? ewig her, 20 Jahre her, also 94, ja, 19 Jahre her. Und lebst du davon noch? Nein, um Himmels Willen. Was Das ist mit der GEMA? ja, oh Gott. Ich war gerade Lebst du vor ein noch paar von der Tagen, GEMA? Nein, ich lebe nicht von der GEMA. Die GEMA ist es eher so, dass die GEMA mich jeden Tag in meiner kompletten Arbeit, die ich mache, behindert und ich komme nicht raus. Das ist ganz schrecklich. Und wenn es irgendwo unter euch, liebe Leute dort draußen, wenn es einen Anwalt gibt, der mir sagt, wie ich, ohne dass ich wie in der DDR so, ich muss alles zurücklassen, ich kann zwar ausreisen, aber verliere damit irgendwie alles, was ich bisher gemacht habe. Wenn ich da irgendwie rauskomme aus der GEMA und in den C3S eintreten kann, übrigens sehr nützlich für alle Leute, die Wie heißt jetzt... das? C3S ist keine Konkurrenz, sondern ja eigentlich einfach was Zeitgemäßes, auch ein sogenannter Verwerter. Die haben sich gerade gegründet, da war ich dabei. Ich bin von dieser Idee ganz begeistert. Also da halt eine, wie soll ich sagen, eine zukunftstaugliche Verwertungsgesellschaft, die mit Creative Commons zusammenarbeitet, also mit den Leuten, die Lizenzen, also die Musik mit freien Lizenzen zugänglich machen. Und, Aber gehören dir deine Songs von früher zum Beispiel? Naja, also meine Songs, ist ja so, das Urheberrecht ist ja ganz perfide. Das Urheberrecht sagt, dass dass du quasi 80 Jahre nach deinem Tod noch Rechte daran hast, also dass deine Leute noch irgendwie damit verdienen können, weil sie ja so darunter gelitten haben, dass du ein armer Poet warst und dann sollen sie wenigstens nach deinem Tod noch was davon haben. Weil es das so Problem ist, dass man natürlich- erst nach dem Tod dafür überhaupt was Anerkennung sie, kriegen darf. das gibt's zumindest manchmal hier, schon. ne? Ja, das kann passieren. Nee, aber bei der GEMA ist ja so, also früher war es so, dass man in die GEMA eingetreten ist, das war gar keine Frage. Also damit man im Radio gespielt und abgerechnet werden konnte, musste man in diese GEMA rein. Und man war auch in einem Musikverlag, der sich darum gekümmert hat, angeblich, dass das noch bekannter wird alles und dass man das noch besser vermarkten kann. Und Dass du weißt, der Song wurde 12.000 Mal gestern im Radio gespielt, ja, dafür gibt genau. es jetzt XY. Ja, klar, dafür gibt's Geld. Und es war ja auch sehr schön zu der Zeit. Heute sind die meisten Musiker, so wie ich auch, ihre eigenen Plattenfirmen, oft auch ihre eigenen Verleger, auch ihre Weil eigenen du weiterhin Veranstalter. Musik machst. Ja, ich mache weiterhin Musik. Ich habe eine Band, eine ganz tolle Band, die heißt Es gibt nicht nur Meistersinger. dieses Buch. Nein, es gibt auch eine ganz tolle Band, Meistersinger, kann man mal mit Y, kann man mal gucken im Internet. Und heute muss man quasi, weil die GEMA war mal früher dafür da, die Musikautoren vor den sogenannten Verwertern zu schützen. Also vor denen, die mit der Musik Geld verdienen, so Plattenfirmen und solche Leute. Deswegen muss ich jetzt aber die ganze Zeit mich vor mir selbst, also schützt mich die GEMA die ganze Zeit vor mir selber. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel eine Platte rausbringe mit meinen Songs, muss ich dafür GEMA bezahlen. Die GEMA rechnet das ab und überweist es mir dann, teilweise ist es bei mir passiert, 7 Jahre später in weniger Geld zurück. Wie die GVL auch. Stimmt, bei Ja, EVS. und, Ja, also und ein das ist nicht Schauspielerproblem. praktikabel. Ja, das ist überhaupt nicht praktikabel und ist halt total unzeitgemäß. Und ich will Und gar es nicht ist damit trotzdem niemanden noch ein bashen. Monopol, weil die anderen nicht groß genug sind. Ja, die anderen sind vor allem, die das- dürfen ganz viele Sachen nicht, die die GEMA darf. Das heißt, deswegen komme ich zum Beispiel auch nicht raus, weil ich Verträge unterschrieben habe, wo ich zugesichert habe, dass das alles gemacht wird. Und das ist also alles, das ist alles ziemlich furchtbar. Und ich würde mich freuen, wenn es, wenn man entweder die GEMA von Grund auf reformiert, was aber glaube ich nicht möglich ist, oder Die GEMA einfach ist doch es eine auch Konkurrenz gäbe. ein klares Symbol des Kapitalismus einfach. Und ist ja nicht bestimmen, so, was mit dem Geld passiert, was keinem gehört. Also was so reinkommt, wo man nicht mehr Ja. weiß, was ist. Und und ein riesiger Verwaltungsapparat. Ja, also wir für also- die Show zum Beispiel mussten auch sehr viele Telefonate führen. Und es ist nicht so, dass das jetzt ein Dienstleistungsunternehmen wäre, was einem irgendwie das Leben vereinfacht. leichter macht. Nee, leider gar nicht. Also wie gesagt, ich gibt bestimmt nette, freundliche Leute bei der GEMA. Auch soll es geben. Ich habe noch wenige, aber also ich habe mit denen eher nur so in Form von Zahlenkolonnen zu tun, die keiner versteht. Die GEMA. Ja, also ich schließe mich da an. Ich freue mich über euren Hater des Monats. Es ist natürlich Aber- wahrer aber nur Populismus. bashen- ja, ne? aber Es nur- ist nur ganz bashen bringt halt auch abgekatert nichts. von Das ist das uns. Problem. Aber irgendwie muss man ja... Ja. Tretet lieber alle in den C3S ein. Dann, C3S. Ja, C3S, ganz wichtig. So. Kleinen Applaus für Lucy van Ork.
Ja, C3. Ja, die sind wirklich gut. Aber ich würde noch mal gerne mit dir, also Ja, genau, wir müssen über mein Buch reden. Wir sind ja im Kapitalismus, ne? Das ist ganz ja, wichtig. der Kapitalismus sagt, dass wir auch, wenn ihr Bücher bei uns kauft, am meisten an Büchern verdienen. Und das liegt aber daran, dass es die Buchpreisbindung gibt. Weil die Deutschen noch nicht so wahnsinnig digital unterwegs sind. Das heißt, deswegen schreibt auch, ohne dich da einschließen zu wollen, jeder Vollidiot heutzutage Bücher. Wenn Dennis schon nicht über das Buch redet, dann mache ich das eben. Bestelle jetzt Frau Hölle von Lucy von Ork für nur 12,95 € inklusive kostenlosem Versand auf schaumschau.de. Deine Vorteile: kostenloser Versand, schnelle Lieferung, sichere Zahlung. Mit jedem Kauf im Schaumschau-Shop unterstützt du die Schaumschau und Lucy von Ork. Jetzt bestellen. Deswegen schreibt auch, ohne dich da einschließen zu wollen, jeder Vollidiot heutzutage Bücher, weil das die letzte Möglichkeit Für den ist, als Spruch hole ich mir jetzt Künstler erstmal eine Zigarette von Gerne. dir, weil das ist jetzt so, das als geht ja die nicht. letzte Möglichkeit, Geld zu verdienen. Bücher schreiben unsers. Daniel, du hast auch ein Buch geschrieben. Ja. Wie Ja, heißt solange es das? ein gutes Buch ist, ist doch schön. Ghostbusters Teil 3. Du hast es Ghostbusters schon mal Teil 3. vorgeschrieben. Ja. Aber Stichwort Ghostbusters, vielleicht ganz kurz einmal ein Schlagzeug-Solo. Philipp Rüggeberg von der Schaumband, einmal einen Applaus. Ich würde sagen, wir erweitern die Runde, nicht weil ich es Gerne. doof finde, sondern weil ich heute ganz milde bin, was daran liegt, dass du so ein guter Mensch bist. Das bringt mich ganz durcheinander. Oh Gott, Lucy das van bringt mich Ork. jetzt durcheinander, lieber. Das ist es ja. Aber der Typ, der jetzt kommt, ist total klasse. Also insofern, Eben. Und Ja. wie heißt er? das musst du jetzt sagen. Friedrich Lichtenstein. Riesigen Applaus für Friedrich Lichtenstein. Friedrich Lichtenstein, Friedrich Lichtenstein, Friedrich Lichtenstein, Friedrich Lichtenstein, oh Friedrich Lichtenstein, Friedrich Friedrich Lichtenstein, meine Damen und Herren. Friedrich, du hast eben schon angefangen zu trinken. Was möchtest du? Gin Tonic, Gin and Tonic. Den wir hier natürlich nicht in einer unserer Brands haben, die uns in Zukunft sponsern sollen. Wir machen den Gag einfach jede Woche, oder? Also, du könntest hier ihre Whisky-Marke haben. Ihre? Nee. Ihre Biermarke. Ihre. Wer ist sie denn? Weil die macht Ihre viel, ist, ne? wer auch immer uns genug zahlt. Ihre Wodka-Marke. Verstehe. Aber weil Friedrich Lichtenstein gerne einen Gin Tonic trinken möchte und wir nicht ihre Gin-Marke haben, sondern nur diese Gin-Marke, die uns auf gar keinen Fall sponsern kann, schenke ich dir, es tut mir leid, es ist wahrscheinlich, oh Gott, sowas dürfen wir alles nicht sagen, ne? Weiß ich Ich kann jetzt nicht sagen, das ist wahrscheinlich ein minderwertiges Getränk. Wieso Da nicht? kriegen wir echt Ärger. Echt? Müssen wir mal mit Ja, machen wir. absprechen. Obwohl, es Du macht kannst, die ja, du Leute kannst ja einfach den neugierig. Preis nennen. Dann wissen die Leute, ob es ein minderwertiges Getränk ist oder nicht. Ja, ich Wobei es weiß gibt ja nicht. auch gute Sachen, die billig sind. Das ist natürlich auch wieder wahr. Ja. So wie uns. Ja, da war doch ein Ansatz eines Klatschers. Das ist doch schon mal Lass mal den Ich, ach so. Ich glaube, ich hole mir den mal aus dem Schaum. Wirklich? Danke. Friedrich, Yes, sir. ich bin kein Sir. Ich bin Ma'am. heute, ja, Ma'am, Yes, ma'am. Fräulein. Hier, wir haben aber wenigstens das Tonic Water. Es könnte Ihr Tonic Water sein, liebe Freunde von... Ihr erkennt eure Flasche. Friedrich. Einmal das. Ich finde es Danke. schön, dass du da bist. Du siehst fantastisch aus. Darauf Schaum ist auch erstmal wunderbar. ein Prosit. Prost. Du wirst später performen, und zwar deinen Song Super Geil. Wenn es nicht um Super Geil geht, was geht sonst in deinem Leben? Du bist ein attraktiver Mann, du siehst aus wie ein Playboy. Yes, ja. Ja. Genau.
Also ich versuche der Wirklichkeit zu entkommen. Indem? Ich singe und merkwürdige Dinge tun. Es ist echt viel. Sehr viel. Party ist zum Beispiel wichtig. Party! Party! Also es hat sich ja schon rumgesprochen, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Dieser alter Hut. Und deshalb empfehle ich Flüchten. Eskapismus. Escape, genau. Escape. Alle Ja. flüchten, dann geht's uns gut. Aber wohin flüchten? Wohin sollen wir gehen? Es gibt verschiedene Wege. Also Künstler sind ja meistens Eskapisten. Liebende sind Eskapisten. Wissenschaftler Ist ja beides können- auch Liebe, ne? Beides lieber. Trinken. Also es gibt auch Alkoholiker, Sucht. die der Wirklichkeit Sucht. Workaholiker. Fällt oft alles zusammen, ne? Ja. Also viel Liebe, viel Drogen. Kunst, viel Flüchten, viel Drogen. Karussell fahren. Kettenkarussell, Ja. um sich einzupissen. Nein, wegkommen. Ja. Ja, Freizeitparks. Freizeitparks sind unterschätzt. Wenn ich in den Freizeitpark fahre, geht's mir wirklich richtig gut. Und hier geht's mir auch richtig gut. Ich finde es schön, dass ihr alle da seid. Okay. Wie kommt jetzt Schwung in unser Gespräch? Wie machst du das? Ich finde, ehrlich gesagt, Ihr hattet Schwung, ne? Ja, Okay. also nee, aber doch, Friedrich, mir geht aber- es gar nicht um Schwung. Okay, Weißt du, Entspannung. wir schwingen ja hier die ganze Zeit so wahnsinnig. Und das, was dann passiert, das passiert. Und das reicht auch als Flucht. Ich bin aber an dem Fluchtgedanken interessiert. Wohin fließt du sonst? Also ich wohne jetzt zum Beispiel in einem Turmzimmer. Ich bin Schmuckeremit Ja. bei einer Sonnenbrillenfirma. Deswegen trage ich Sonnenbrillen. Und ich bin ganz froh darüber. Ich habe die größte, geilste Terrasse von Berlin-Mitte. Guck hinten da den Soho-Leuten in den Arsch rein. Super schön. Also es ist echt eine gute Lage. Fernsehturm vor meiner Nase. Ist sehr schön. Aber wie bist du da reingekommen in das Brillengeschäft? Ich habe seit 10 Jahren trage ich diese Brillen. Ja. Und ich finde die gut. Die schützen mich. Es ist auch Eskapismus. Brillen sind ja auch ein Werkzeug für den Eskapisten. Man entzieht sich der Welt. Die Welt kann dich nicht richtig sehen und du kannst die Welt auch nicht richtig sehen. Also passt schon. Aber ich finde, bei dir ist das total in Ordnung, so eine Brille zu tragen. Bei 90% der anderen Stimmt. Nein, stimmt nicht. im Dezember richtig krass scheiße. Oder? Du sagst es doch auch immer. Leute, Sonnenbrillen. die im Dezember als Ach so, ja. 20-Jährige, die im Dezember Sonnenbrillen tragen. Das ist nicht cool. Ja, man muss ja wissen, dass die Augen auch erzählen können. Aber Weiß du man willst ja. verstecken. Genau. Und manchmal plaudert man ganz schön viel über die Augen. Und das ist besser, man sieht die nicht. Die können ja nicht nur Ja sagen, die können ja auch Nein sagen. Und das kann scheiße verlaufen dann. Also besser, man schützt sich quasi. Dass man, ja. Verstehst du? Ja, ich verstehe total, was du meinst. Und ich habe ja das Problem, dass man mir, glaube ich, immer ansieht, was ich denke. Und Ist doch schön. Wenn du es ja, aushältst, ist doch gut. manchmal so, manchmal so. Ich würde mal ganz kurz fragen, was im Internet so abgeht. Einen Riesenapplaus für Silva Gevorkian. Silber. Internet. Silber. Internet. Internet. Silva Gevorkian. Mann, das ist ja so rutschig. Ja, du musst aufpassen. Ja. Willst du dich auf meinen Schoß setzen? Nein, danke. Möchtest du dich Hier, auf den Stuhl. auf Friedrichs Schoß setzen? Nein, nein. Nee, okay. Und wie geht's euch? Du kannst gerne auf meinen Schoß. Danke. Ja, ist auch gut. So, Was geht im Internet? ach, im Internet gibt's so viel. Aber ich kann doch nicht alles lesen. Ich bin doch Ausländer. Rin. Stimmt, ne? Ausländerin. Ausländerin. Ja. Mit großem I. Innen. / innen. Ja. Ja. Ausländerinnen. Ich habe es jetzt auch verstanden. Hab ich doch gesagt, ich kann nichts lesen. Aber sprechen. Aber, Naja, das aber geht quatschen kannst du. Und wie? Ja. So, Hinrich Kaffee via http
Doppelter Punkt, www.schaumschau.de, Doppelter Punkt, Lucy und Friedrich. Sie sind beide geil. Sehr geil. Richtig geil! Ich finde auch, so sind Aber ich glaube, ich gehe jetzt Wohin? am Arsch der Welt. Auf deinen Platz. Auf meinen Platz! Ein Ich hab keine Riesenapplaus. Lust mehr! Auf Silber. Geborkian. Ja, Friedrich, hast du schon unseren Hater des Monats gesehen? Nein. Nein? Das ist, genau, weil wenn du über Flucht sprichst, Ja. dann spreche ich über Konfrontation. Ich finde nichts ekelhafter als Scheiße. Und ich habe heute, das wird man im Making-of sehen, ich habe heute, als ich versucht habe, die Box zuzukleben, gekotzt. Weil ich nichts ekelhafter finde als alles, was mit Scheiße zu tun hat. Und der Hater des Monats ist die GEMA bei uns, weil wir Okay. auch Populisten sind. Ja. Und es ist die Konfrontation. Und ich werde diese Trophäe auch noch überreichen. Was glaubst du, erwartet mich dort? Oh, hi. Warum ich mich so freue? Ich habe diesen Beutel bestellt auf schaumschau.de. Wann bestellst du? Was glaubst du, erwartet mich dort? Also, der Pförtner, der dich nicht reinlässt. wenn die da einen Hund haben, Hunde fressen zum Beispiel gern Scheiße. Ja, stimmt. Ja. Wenn die da so einen Wachschutz haben mit dem Hund, dann Ja. freut er sich, der Hund. Und der Wachschutz freut sich auch. Es gibt auch Partys mit Leuten, die sich freuen. Ja. Ja. Es gibt auch immer diese große Sexparty, glaube ich, im Berghain, wo du unter diesem Ding langläufst und die Leute scheißen vorher auch in Dosen. Und Wunderschön. dann nehmen sie das, also dann spülen sie sich den Arsch. Ja, das ist auch Eskapismus, glaube ich. Echt? Oder? Nein, ich glaube, Oder meinst du, es ist so Hyperrealismus? Ich weiß nicht. Doch, wir Also- sind voll im Zentrum der Realität. Scheiße ist wirklich so sehr, sehr nah. Ja, das stimmt. Das ist Also es ist Wobei, wirklich- nee, das stimmt. Aber ich finde die Realität manchmal auch sehr schön. Also ich finde, das hat... Also, Siehst du, da kommt wieder wobei dieses dann wieder das positive Naturell Nee, aber von das Lucy Problem von ist natürlich, es gibt ja Arndt. Leute, die finden Scheiße schön. Also es gibt ja auch, Ja, ja, ne? ja, ja. Also Aber es gibt ja nicht nur das Empfinden, es gibt ja auch Gesetze. Bezüglich der Schönheit. ja, sagt man, so diese ganze Symmetriegeschichte und so, meinst Beispiel, du? Und ja. ja, aber da gibt es aber auch das Gesetz, dass zum Beispiel die dann als absolut wahnsinnig schön, also quasi im absolut oberen 5%-Bereich schön gefunden werden, die entsprechen diesem Schema dann wieder nicht mehr. Stimmt. Tja, da sind wir schon wieder. Auf was für Menschen stehst du so sexuell? Friedrich? Ja, also Menschen. Ja, ich weiß ja nicht, auf was du stehst, deswegen. Ich finde Frauen schon ziemlich gut. Und, Aber symmetrische Frauen? auch. Aber es ist ja wirklich, gibt ja alles, ne? Das kann man wohl sagen. Klein, groß, dick, dünn, blond, braun, rot, Sommersprossen, weiße Haut, dunkle Haut. Dicke Lippen, schmale Lippen, kleine Nase, große Augen, kleine Ohren, große Ohren. Brüste, Bauch, Schenkel, Arsch, Rücken, Arme, Hände, Füße, alles. Und wie ist das alles? Man muss drauf achten. Und dann fällt es einem auf. Selten habe ich meine Gäste so gern gehabt wie heute. Ich weiß, es fühlt sich für euch lahm an, aber ich bin happy. Ihr, Aber er ist so hübsch, ich finde ihn echt gut. seid ihr happy? Oh. Das ist so eine ganz liebe Sendung heute, ne? Es ist Sollen wir wirklich, mehr Hass reinbringen? Ja, so ein bisschen. wenn du ein bisschen Hass reinbringen möchtest, Ich bin schon zu lange gewartet und draußen die Kompressoren sind so laut. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen dumpf. ja, das verstehe ich. Was meinst du? Ich bin jetzt nicht so richtig scharf quasi. Jetzt bin jetzt nicht so für einen Kampf, bin ich auf Kampf gebürstet. Ja, ich aber auch nicht. Nee, ich finde, wir haben uns Das einfach. haben wir letzte Woche gehabt. Ja, letzte Woche. So, jetzt ist Harmonie Okay. und jetzt ist auch gleich Musik. Bestelle jetzt Frau Hölle von Lucy von Ork für nur 12,95 € inklusive kostenlosem Versand auf schaumschau.de. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt live in der Schaumschau Friedrich Lichtenstein mit Super geil. Okay.
super Party, super geil, super Urlaub, super Wetter, super Sommer, super geil, super ätzend, super hässlich, super heftig, super geil, super horny, super sporty, super sick, super geil, super Drehbuch, super Story, super Film, super geil, super Cock, super Content, super wichtig, super geil, super luftig, super fruchtig, super lecker, super geil, Super Mario, super Mutti, Supermarkt, super geil. Es ist super geil, sie ist super geil, er ist super geil, denn du bist super geil. Super Nachbarn, super locker, super Wohnung, super geil, super Album, super Single, super Show, super geil, super Hose, super Bluse, super Outfit, super geil, super niedlich, super friedlich, super Nanny, super geil, super Autor, super spannend, super Buch, super geil, super Ranger, super Flanger, super Flanger, super geil, super selten, super teuer, super sick, super geil, Superstars, Supermodels, Superman. Es ist super geil, sie ist super geil, er ist super geil, denn du bist super geil. Es ist super geil, sie ist super geil, er ist super geil, denn du bist super geil. Das ist wirklich super geil. Ist geil. Ist sehr geil. Super geil. Ihr seid sehr, sehr geil. Es ist super geil, sie ist super geil, er ist super geil, denn du bist super geil. Es ist, sie ist, er ist, du bist super geil. Geile Frise übrigens, sehr, sehr geile Frise. Geiles Telefon. Oh ja, geiles Telefon. Guck mal, hier ist auch geil, oder? Geile Uhr ist auch geil, oder? Sie ist sehr geil. Schaum ist sehr, sehr geil. Alle sind sehr, sehr geil heute. Du bist sehr, sehr geil, Alter. Das ist unglaublich geil, oder? Bin ich? Das ist unglaublich geil gerade. Danke. Das war Friedrich Lichtenstein. Vielen Dank, dass du da warst. Was für eine Sendung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an Lucy van Orten. Danke an dich. Du bist fantastisch. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Montag 22 Uhr auf schaumschau.de. Dann mit Michael Marschak, der einen Film über Fuck for Forest gemacht hat. Und außerdem die fantastische Mary